Hallo, mein Name ist Max Nölle, Gründer und Geschäftsführer der We Are GmbH aus Berlin. Nun sind wir ja heute nicht persönlich zusammengekommen. Ich würde Sie trotzdem einladen, zu Beginn, dass wir ein kleines Spiel spielen. Das Spiel heißt What Does It Mean? Und es dreht sich alles um das kleine Wörtchen, englische Wörtchen Trunk. Dieses Wort löst wahrscheinlich bei Ihnen sofort eine Assoziation im Kopf aus, ein Bild aus. Was Sie wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass dieses Wort viele Bedeutungen im Englischen hat. Wie zum Beispiel der Tree Trunk, der Baumstamm, oder Treasure Trunk, die Schatztruhe. Was wahrscheinlich uns in Deutschland am geläufigsten ist der Car Trunk, der Kofferraum. Es gibt aber auch noch den Elephant Trunk für alle Tierliebhaber, also Rüssel. Was will uns der Dichter damit sagen am Ende des Tages? Worte können missverstanden werden. Speziell, wenn es sich um komplexe Terminis handelt. Wir alle arbeiten tagtäglich mit digitalen Tools. Speziell innerhalb der letzten 18, 24 Monate sind digitale Tools stärker noch mal in unser Leben gerückt durch die Pandemie. Tools wie Zoom, Microsoft Teams, Jira Project Management etc. Es gibt eine Vielzahl von digitalen Tools, die für ihren Zweck unheimlich gut funktionieren, allerdings auch für industrielle Zwecke oft Grenzen haben, wie zum Beispiel die Abstimmung physikalischer Inhalte. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie müssten eine solche Maschine, die aus 10.000 Einzelteilen besteht, mit einem Kollegen, der mehrere hundert Kilometer von Ihnen entfernt ist, besprechen über ein spezielles Einzelteil. Das, was Sie hier sehen, ist eine Maschine der Schaumburg MAB, eines unserer Kunden. Und die Schaumburg MAB nutzt unser Tool, um genau solche Maschinen mit Kunden und Lieferanten über große Distanzen hinweg zu besprechen und abzustimmen, bevor sie gebaut werden, also in der Konstruktionsphase. Aber nicht nur die Optimierung dieses Prozesses in der Kommunikation, weil Kommunikation ist, wie gesagt, fehleranfällig und kann einen Prozess verlängern und verteuern, sondern auch die Fehlerquoten, die entstehen, wie zum Beispiel bei der SMS-Gruppe passiert, die mit einer einzigen Nutzung unserer Software 80.000 € oder um genauer zu sein, die Korrektur hätte 80.000 € gekostet hinterher im Bau, eingespart haben. Nämlich ein Stahlseil, was da hätte gar nicht sein dürfen, was die gesamte Statik zerstört hat und was vorher in den Konstruktionsdaten nicht aufgefallen ist in unserem Tool aufgefallen, weil das Projektteam über verschiedene Länder hinweg kollaboriert hat. Stellen Sie sich das Ganze vor, Sie haben, wie gesagt, 3 Personen, die ihre VR-Brille aufsetzen, die als Avatar auftauchen, ihre CAD-CAM-Daten bei uns reinladen und dann das Objekt schwebend über sich, ohne physikalische Kräfte, direkt sehen. Anzusiedeln sind wir zwischen der Engineering-Welt und der Kommunikationswelt. Diese Welten verbinden wir miteinander, da haben wir unsere Stärken. Und wenn Sie sich jetzt fragen, das klingt ja alles sehr nach Science Fiction, wie muss ich mir das Ganze vorstellen? Ich habe Ihnen ein kurzes Video mitgebracht, was ich gerne kommentiere, damit Sie verstehen, wie einfach VR anzuwenden ist und wie das überhaupt funktioniert. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ein Mitarbeiter das bei uns nutzt in Ihrem Unternehmen? Stellen Sie sich vor, Sie starten einfach unsere Software, Sie loggen sich klassischerweise ein, Sie erstellen einen Konferenzraum, von der Optik her wie viele andere Kommunikationstools übrigens auch, laden Ihre Kollegen ein, laden Ihre CAD-CAM-Daten bei uns hoch, die in Windeseile virtualisiert werden, also sichtbar gemacht werden in der virtuellen Realität, dass Sie in Echtzeit daran arbeiten können mit verschiedenen Leuten. Und wenn Sie jetzt die virtuelle Konferenz starten möchten, geht das ganz einfach. Sie starten einfach oben in der oberen rechten Ecke auf Start Call, setzen die Brille auf und in dem Moment haben Sie die Möglichkeit, mit anderen Leuten, die mehrere tausend Kilometer entfernt sind, zu sehen und zu hören als Avatar. Dreidimensional. Denn dreidimensional, das ist das Stichwort. Sie haben eine dreidimensionale Umgebung, verschiedene Möglichkeiten, die Sie hier anwählen, Industriehalle, Office-Umgebung. Und wenn Sie in dieser Umgebung erst einmal sind, können Sie natürlich diese CAD-CAM-Daten, von denen ich gerade gesprochen habe, von klein bis groß übrigens, also wir haben alles im Portfolio von kleinen Pumpenbauteilen bis wirklich großen, riesigen Stahlwerken, einfach hochladen, bewegen, auseinandernehmen. Die Funktionalitäten von beispielsweise Explosionszeichnung, die Sie jetzt sehen, sind möglich. Sie können die Einzelbauteile, die ja auch sehr schwer teilweise sind und gar nicht so in der richtigen Realität zu fassen sind, herausnehmen. Sie können sie markieren, Notizen hinzufügen, auch farblich markieren, sollten Sie keine Farbcodes vorher schon in Ihrer Datei beispielsweise haben. Sie können Durchschnitte durchführen,
ganz viele Sachen eben, die mal gerade so in der richtigen Realität gar nicht möglich sind. Sie haben auch einen Zugriff auf Hierarchiebäume, Metadaten, alles, was Ihr Produkt am Ende des Tages oder was mit Ihrem Produkt verbunden ist. Hier an der Stelle auch interessant, das ist eines der größeren Objekte, das kennen Sie vielleicht, das hatten wir nämlich gerade schon, das ist die Schaumburg-Maschine. Ganz spannend, wenn man dann mit so einem Durchschnitt mal wirklich durch die Maschine durchgeht und hinter Kabelkanäle gucken kann. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Spaltmaße zu messen, bevor, wie gesagt, ein Objekt gebaut ist, gucken, ob Sicherheitsabstände passen. Sie können Fotos und virtuelle Videos in Echtzeit kreieren. Das ermöglicht es Ihnen, Prototypen mal eben schnell zu filmen und natürlich auch später in Ihrer Präsentation, PowerPoint-Präsentation einzubinden oder es Kollegen zu schicken. Sie haben darüber hinaus auch die Möglichkeit, an virtuellen Whiteboards auch Design Thinking Workshops durchzuführen oder auch einfach Spreadsheets zu beschreiben. Also Meeting-Funktionalitäten bieten wir ganz klassischerweise natürlich auch. Was macht uns bei VR besonders? Ganz wichtig ist bei uns, dass wir ISO-konform und DSGVO-konform arbeiten. Sicherheitsstandards bei uns sind sehr hoch, weil wir mit sensiblen Daten arbeiten. Auch hier versuchen wir uns kontinuierlich zu verbessern. Unser Produkt ist ein Out-of-the-Box-System, wie man so schön sagt. Das bedeutet, Sie können sofort starten, müssen nicht viele Vorkenntnisse haben und müssen auch nicht programmieren. Sollte Ihnen das nicht reichen, wir unterstützen bei der Integration, auch vielleicht bei der Programmierung zusätzlicher Features, helfen wir gerne auch bei Schulungen. Wenn ich Sie jetzt neugierig gemacht haben sollte an der Stelle, dann freue ich mich, wenn wir gleich ins Gespräch kommen. Mein Name ist Max Nölle, ich freue mich auf Sie.